Wer kennt sie nicht? Die Highlights von Yucatan. Und auch wir können sie uns nicht verkneifen. Das hier wirklich live zu erleben und diese Energie zu spüren, ist schon was komplett anderes. Obwohl ganz so gut geht es uns nicht, denn das viele Unterwegssein fordert seinen Tribut. Ich tue mir schwer, wenn ich erkältet bin, einfach zu Hause zu sitzen und nichts zu tun. Hallo und willkommen zu einem neuen Video mit uns. Wir sind bereits ein kleines Stückchen weitergefahren und befinden uns in Yucatan. Einige von euch werden die Region wahrscheinlich hier in Mexiko bereits schon ziemlich gut kennen. Für mich ist es das erste Mal. Jessie war bereits hier schon mal. Aber trotzdem, also hier gibt es ja so viel zu entdecken und das wollen wir uns auf jeden Fall nicht nehmen lassen. Obwohl wir beide zurzeit ziemlich angeschlagen sind, kränkeln ein bisschen herum, fühlen uns nicht ganz so fit, sind müde, aber ja, wenn wir schon hier sind, müssen wir das einfach sehen. Und ja, wie immer sind wir viel zu spät dran. Das Tuk-Tuk wartet da vorne schon bereits auf uns. Deshalb würde ich sagen, wir machen uns fertig und gehen gleich los. Ja, irgendwie ist man auch auf so einer Reise nicht immun gegen Erkältungen. Und normalerweise sind wir auch nicht so ein Fan von viele Medikamente nehmen. Aber ja, eine Paracetamol wird mir jetzt sicher helfen. Und ja, ich freue mich. Seit Monaten reden wir schon davon, dass wir hierher kommen wollen. Und auch gerade dieser Ort hat eine schöne Geschichte, eine richtig tolle Atmosphäre. Also ich glaube, es ist auch der richtige Ort, um runterzukommen und so eine Erkältung auszukurieren. Aber ja, dazu vielleicht später ein bisschen mehr. Jetzt müssen wir uns beeilen. Stimmt was mit dem Tuk-Tuk nicht? Mhm. Er ist wieder weggegangen. Ja, der schaut den Motor an. Oh. Ist ein bisschen kamerascheu, das Tuk-Tuk. Zweiter Versuch. Ja, jetzt klappt es sicher besser. Fast. Da haben wir es. Und nach dieser wilden Fahrt sind wir angekommen. Ja, von hier sieht man natürlich nichts. Da muss man schon ein bisschen weiterlaufen. Estas son sus raíces que va entrando, va buscando el agua. Sí, sí. Ese está pequeño, ahí está su raíz allá. Está manteniendo a la mata. Ja, und in dieses Loch steigen wir jetzt hinab. Er hat uns noch erklärt, hier, das ist der Mutterbaum und der versucht in dieses Loch hinein mit den Wurzeln und, also es sieht aus wie Lianen, aber das sind offensichtlich Wurzeln, die versuchen da unten Wasser zu finden und da unten ist auch Wasser und deswegen sind wir hier. Das hier ist nämlich die Cenote Cleotilde und ja, ich würde sagen, wir steigen einfach mal ins dunkle Loch hinab und sehen es uns an. Ja. Wow. Ja, krass. Das ist eine besonders schöne Cenote, muss ich sagen. Ja? Ja, schon. Mit den eben nicht Lianen, sondern den Wurzeln und die Farbe. Und wir haben sie ganz für uns allein. Ja, voll. Los, runter. Hier gibt es sogar Fische.
schön ist hier. Und so viel tiefer, als man denkt. Sieht alles viel näher aus, aber es ist nochmal richtig tiefer. Auch die Fische sind viel kleiner wahrscheinlich. Endlich habe ich das auch mal gemacht. Also in so einer Kulisse zu schwimmen, das ist einzigartig. Ja. Und es ist nicht mal so kalt. Nee, es ist richtig angenehm. Das Ja, Wasser. also lässt sich gut drin aushalten. Was für eine unglaubliche Cenote. Okay, es ist meine allererste Cenote, aber ich würde sagen, schon ziemlich cool. Ja, Also, doch, also es gibt wirklich Cenoten, die machen nicht so viel her. Also hier gerade mit diesen Wurzeln, das Licht. ja, und wir sind ganz alleine hier. Also, das ist auch, also es gibt wahrscheinlich auch noch größere und schönere, aber einfach allein so was zu genießen, ist doch schon nochmals was sehr Besonderes. Auf jeden Fall. Aber Ja, ich glaube, wir trocknen uns langsam ab und gehen nachher schauen, ob unser Tuk-Tuk uns abholt und gehen wieder zurück. ob es überhaupt noch fährt. Ja, weil das klang am Schluss auch nicht mehr so gut. Naja, mal schauen. Diesmal hat der Start gleich funktioniert. Also zurück zum Camp. Wir haben eine kurze Pause gemacht, was gegessen, uns ein bisschen gestärkt, denn jetzt geht's weiter. Wir wollen noch eine zweite Cenote anschauen und die ist anscheinend die wärmste Cenote hier in ganz Yucatan. Oder zumindest eine der wärmsten. Oder eine, ja. Aber es ist schon irgendwie, diese Cenote soll noch mal ganz anders sein als die davor. Und wenn man bedenkt, dass es hier über 300 Cenoten gibt in dieser Umgebung, also hier gibt es quasi eine Region, wo es besonders viele gibt, um Hormun herum. Und gerade mal 27 davon sind quasi erschlossen, also zugänglich gemacht für Menschen zum Besuchen. Und 3 davon, die letzten 3, sind eben hier auf diesem Areal. Das ist unglaublich. Ja, Ja. also sehen wir es uns mal an. Genau. Und es geht wieder ein Loch runter. Estoy en modo tarjeta de memoria. Gracias. Also das hier ist fast noch ein bisschen abenteuerlicher. Ja, Es ist ganz schön dunkel. aber man merkt schon die Hitze. So eine richtige feuchte Wärme, die hier hochsteigt. Es sieht schon sehr eindrücklich aus hier. Vom Kopf. Da ist sie schon. Wow. Ist aber kleiner als die andere. Kleiner, aber kristallklar. Mega. Hier hat man auch wirklich nochmal das Gefühl, dass es da unten vielleicht wirklich weitergeht. Also all diese, oder nicht unbedingt alle, aber viele dieser Cenoten, also sind eigentlich einfach Wasserlöcher, Wasserhöhlen, sind oft unterirdisch miteinander verbunden. Und das ist auch das, wo man zum Beispiel tauchen gehen kann. Also dann geht man so durch Tunnels von einer Cenote in die nächste. Es ist ein richtiges Netzwerk. Und man vermutet, dass es auf Yucatan bis zu 10.000 dieser Cenoten geben könnte, weil viele auch noch nicht mal entdeckt wurden und immer neue auftauchen. Und gerade hier, das sieht so richtig aus, es geht so richtig in die Tiefe, ins Dunkle. Und man fragt sich, was da dahinter auf einen lauert. Ja. Aber ich würde sagen, wir hüpfen jetzt mal rein, oder? Wir testen die Wassertemperatur. Genau. Und ist es warm? Ich würde sagen, warm ist relativ. Ich bin, glaube ich, schon ein bisschen ausgekühlt von der ersten Cenote. Aber, also es ist jetzt nicht kalt.
Also, die erste Cenote hat mir wesentlich besser gefallen. Also hier ist es kristallklar. Ich finde auch ein bisschen wärmer. Bisschen. Ein bisschen, ganz wenig. Und hier sieht man überall diese Ablagerungen von den Muscheln. Ja, und Korallen auch, glaube ich. Ja, keine Ahnung, wie alt das ganze Zeugs hier ist. Also schon eindrücklich. Eigentlich schon ganz schön schräg, hier einfach in einer Höhle tauchen zu gehen oder schwimmen zu gehen. Wer von euch war überhaupt schon mal in einer Cenote? Schreibt es doch unten in die Kommentare. Würde mich wirklich wundernehmen, ob ich der Einzige bin, der bis zum heutigen Tage noch nicht im Wasser war bei den Cenoten. Ja, wir laufen jetzt wieder raus und ja, trocknen uns mal ab und dann schauen wir weiter. Also auch abgesehen von diesen Cenoten, einfach nur schon dieses Areal hier, man merkt einfach, mit wie viel Herzblut diese Familie, die das besitzt, hergerichtet hat. Also es war ja früher einfach Dschungel, da war einfach alles überwachsen. Und der Familienvater hat dann angefangen, das von Hand alles alleine hierher zu richten. Sie war in der Zwischenzeit arbeiten, denn natürlich kam da ja noch kein Einkommen rein. Und allgemein haben sie eben auch erzählt, dass sie hier nicht so auf den Tourismus aus sind, sondern auch auf den Einklang mit der Natur, das Erleben, auch ein bisschen die Tradition weiter zu erhalten. Also es gibt Cenoten in Yucatan, die haben bis zu 2000 Besucher am Tag. Und das ist natürlich was komplett anderes, als wie man es hier erlebt. Und sie haben auch einen kleinen Altar für die Aluches. Also Aluche ist das Maya-Wort für, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, so eine Art Schutzbefohlenen, Schutzpatron oder Gott sogar, ich weiß nicht mehr genau. Und die werden alle 6 Monate um Erlaubnis gebeten, dass die Cenoten weiterhin genutzt werden können. Und das sind einfach so diese kleinen Details, die dann so nebenbei dann mal erwähnt werden oder die man dann so erfährt, wo man merkt, die machen das ehrlich. Das ist nicht einfach so eine Tourismussache, sondern die glauben daran, dafür stehen die. Und das macht das einfach so viel authentischer und so viel schöner. Ja, also es ist wirklich so eine Idylle, so ein Rückzugsort. Und es ist auch richtig schön, dass man hier auch übernachten darf mit dem Camper. Ja, aber ich glaube, wir legen jetzt auch die Kamera mal zur Seite. Wir sind ja doch nicht ganz so fit, ruhen uns ein bisschen aus und sehen dann mal weiter. Die Cenoten sind ja ein Klassiker hier in Yucatan, aber was natürlich nicht fehlen darf, ist diese Pyramide hinter mir, Chichen Itza. Die Maya-Pyramide, die wahrscheinlich alle mit Mexiko verbinden. Es ist relativ früh am Morgen, vor einer halben Stunde sind die Ticket-Offices aufgegangen und schon ist es hier ganz schön voll. Das Interesse ist offensichtlich groß, aber es ist trotzdem schön, das mal mit eigenen Augen zu sehen auch. Und hier gibt es ja ein ganzes Areal von Pyramiden und Bauten, also sehen wir uns das natürlich genauer an. Von diesem ganzen Areal oder von dieser Stadt eigentlich, denn es lebten hier zeitweise bis zu 50.000 Menschen, ist der Tempel hinter mir oder diese Pyramide das Hauptgebäude. Es ist die Pyramide Kukulkan. Die allein ist schon so faszinierend. Also man weiß ja, dass die Mayas damals mathematisch sehr weit waren und auch was den Kalender angeht. Hier diese Pyramide hat auf jeder Seite 91 Stufen, zuoberst ist nochmal eine und wenn man das zusammen addiert, kommt man auf 365 Stufen oder eben Tage, die ein Jahr hat. Und jede dieser 4 Seiten repräsentiert auch eine Jahreszeit. Auf der hinteren Seite gibt es am Ende der einen Treppe 2 Schlangenköpfe und bei
Tag- und Nachtgleiche, also am 21. März und am 23. September, wirft die Pyramide auf sich selbst einen Schatten, der quasi diese Schlange, dieses Schlängeln dieser Schlange zeigt und in diesem Schlangenkopf am Ende der Treppe mündet. Ich weiß nicht, ob man mich versteht, aber ja, es ist faszinierend, wie Hunderte von Jahren zurück dieses Volk bereits fähig war, solche Sachen auszurechnen und entsprechend auch Bauten zu errichten. Wir sind offensichtlich nicht alleine hier, aber das ist ja kein Wunder. Das ist wirklich das Ding, was man hier in Yucatan besuchen muss. Und ich bin richtig froh, dass wir das hier jetzt ja, endlich mal live sehen können. Ich kannte es aus Büchern und irgendwo im Fernsehen schon mal gesehen, aber das hier wirklich live zu erleben und diese Energie zu spüren, ist schon was komplett anderes. Und eine Sache, die Jessie vorhin nicht erwähnt hatte, die Pyramide, die man hinter mir sieht, die ist ja etwa 30 Meter hoch. Unter der steht noch eine weitere Pyramide, die etwa 20 Meter hoch ist. Und vor einigen Jahren hat man noch entdeckt, dass darunter noch eine weitere Pyramide steht, die etwa 10 Meter groß ist. Was der Zweck dafür war, das weiß man bis heute nicht. Hinter mir ist der Kriegertempel, der so heißt, weil er eben viele Kriegerreliefs an den Säulen hat. Apropos Säulen, es gibt hier in diese Richtung vor allem, man sagt 1000 Säulen. Es sind einfach sehr viele, es sind nicht 1000, aber wenn es halt viele sind, dann sind es halt schnell mal 1000. Und die sollen der Verteidigung dienen, denn sie repräsentieren quasi diese Krieger. Das Ding ist nur, ja, als die Spanier kamen, dann fanden die das ganz praktisch, dass hier schon vorgefertigte Steine liegen oder stehen und haben die für ihre Haciendas verwendet. Also weiß man gar nicht, wie viele Säulen das ursprünglich mal waren, aber es sind echt viele auf jeden Fall. Hier sind wir nun auf dem Spielplatz für Pelota. Das war ein Spiel, das sie damals gespielt haben, wo es darum ging, einen Ball mit allem außer den Händen durch einen dieser zwei Ringe auf der Seite da durchzukriegen. Also wie Fußball, oder? Ja, vielleicht. Ich würde sagen, das war Fußball. Ja, also ist schon ähnlich, ja, außer dass der Ball halt ein paar Kilo schwer war und man den Ball nicht einfach so in ein Riesentor reinkicken muss, sondern wirklich durch so ein kleines Loch an der Seitenwand. Ja, und das Spielfeld ist, glaube ich, sogar das größte von Mexiko. Es ist 170 Meter lang fast und 70 Meter breit. Also wir haben bei Oaxaca mal so eins gesehen, bei Montalban, da waren wir ohne Kamera unterwegs und das war bei weitem nicht so groß. Und das Beste war, der Sieger, der starb. Ja, es war nämlich so eine große Ehre für die Götter geopfert zu werden, dass der Sieger geopfert wurde. Also final geopfert. Schon hart. Ja. Und dafür dann noch so mit voll Elan sich so Mühe zu geben, das Spiel zu gewinnen, also ist für unser Verständnis schwer. Auch hier spielt die Akustik wieder eine große Rolle. Die Wände hallen oder der Ton prallt von den Wänden ab. Und es gibt so ein krasses Echo, also vorhin haben wir einen Guide klatschen gehört. Ich glaube, das hallt sicher 3, 4, 5 Mal zurück. Es ist so beeindruckend und sogar wenn man auf dem Spielfeld spricht, ruft, wie auch immer, halt eben die Geräusche, die auf dem Spielfeld dann entstehen, die hört man an den Tribünen am jeweiligen Ende, als würden die Personen neben einem stehen. Also das ist wieder so konzipiert, dass man so gut alles hört, was hier vonstatten geht, dass die das so hingekriegt haben. An dieser Mauer erkennt man, was mit den Feinden passiert ist,
die den Kampf verloren haben, also geopfert wurden. Deren Köpfe wurden nämlich abgehakt und aufgespießt und hier entlang dieser Mauer aufgestellt und präsentiert als ja, Symbol der Macht und Kraft. Und hier drüben sieht man ein Relief von Adlern, die in den Klauen das Herz dieser Feinde tragen. Also es ist ziemlich brutal. Ja, klingt ziemlich brutal zu uns her hier. Ja, aber vielleicht hat es ja funktioniert als Abschreckung wenigstens. Ja. Spannend das hier ist, ich brauche mal eine Pause. Ja, fühlt sich nicht so fit, ja? Nicht ganz. Diese Anlage ist ja riesig und es ist unglaublich, wie viel man hier läuft. Und überall, wo man durchläuft, sind diese Stände, da wird einem alles Mögliche verkauft. Alles gratis. Alles gratis zum Beispiel. Das Lustige ist, jedes Mal, wenn man mit denen anfängt zu quatschen, und sie merken, dass ich Spanisch kann, heißt es immer gleich, ach, du sprichst Spanisch, also bekommst du einen besseren Preis, was ich ziemlich witzig finde. Wow, das ist mal eine Cenote. Also das hier ist die heilige Cenote, wo wohl auch die Opfer teilweise reingeworfen wurden. Also keine schöne Cenote, um rein baden zu gehen. Ja, hier würde ich auf jeden Fall nicht schwimmen. Also sie haben auch unzählige Schädel und Skelette da rausgeholt. Ich kann mir vorstellen, dass auch noch einige weiterhin da unten liegen. Ich weiß nicht. Ach, das Wasser ist nicht so schön. Bei uns war es viel schöner, wo wir baden waren. Fand ich besser. Das ist schon krass, wenn du dir vorstellst, dass sie da einfach die Leichen da so reinschmeißen. Naja, die muss man auch irgendwie entsorgen. Ja, aber ich meine, wird das dann nicht auch giftig irgendwie, so die Gase und alles das? Also, naja. Ich habe es heute wahrscheinlich schon etliche Male gesagt, aber diese Anlage ist einfach unglaublich. Das ist so groß und man sieht überall, da werden noch Sachen ausgegraben. Überall in den Wäldern sind Steine. Keine Ahnung, wahrscheinlich sind da auch noch weitere Ruinen. Es ist einfach nicht zu glauben, wie groß dieses Areal ist. Aber wir sind auch richtig froh, dass wir hier sein dürfen und das so erleben dürfen. Auf der anderen Seite, ja, die Sonne knallt richtig runter. Jessie geht es leider wieder nicht so gut. Sie hat ziemlich starke Kopfschmerzen, weshalb wir jetzt langsam wahrscheinlich zum Van zurücklaufen werden. Aber trotzdem, das hier einfach mal live erleben zu dürfen, das ist unbeschreiblich. Und jeder, der in der Region ist, der sollte das einfach mal gesehen haben. Auch wenn der Eintritt nicht ganz günstig ist, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, was man hier alles entdecken kann und wahrscheinlich, ja, was in den nächsten Jahren wahrscheinlich alles noch entdeckt wird, also ja, unglaublich. Was man nicht alles für Chichen Itza tut. Oh nein, ich habe gerade nicht geheult, sondern es ist einfach vom Husten die Tränen. Ja. Oh. Ich tue mir schwer, wenn ich erkältet bin, einfach zu Hause zu sitzen und nichts zu tun. Es war natürlich eine Option, das zu verschieben oder irgendwie anders zu machen, aber ja, stur bin ich auch. Oh ja. Hey! So.
Ich glaube, wir haben es gesehen, oder? Wenn es für dich passt. Ja. Gut. Geh mal. Mittlerweile geht es mir wieder einiges besser. Also so eine Erkältung hatte ich lange nicht mehr. Also gerade gegen Schluss von Chichén Itzá, was ja super interessant und richtig schön war. Aber da hat es mich doch ganz schön hingelegt. Ja. Also, aber ist ja wieder besser. Genau, und ich glaube halt, dass wir halt mittlerweile auch gemerkt haben, dass wir uns nicht die Pause gegönnt haben, die wir uns eigentlich vorgenommen hatten, uns zu gönnen im Januar. Und das war wahrscheinlich zu viel. Ja, wahrscheinlich. Wir waren zwar offline, aber im Hintergrund lief halt doch recht viel an Planung. Sieht so aus, als würde dieses Jahr so einiges bereithalten. Es wird, glaube ich, Ein ganz schön richtig voll. wildes Jahr, würde ich jetzt mal Ich glaub sagen. schon, ja. Da haben wir haben einiges geplant, also Ja. da kommt einiges auf uns zu. Wir Ja, hoffen, dass es auf uns alle zukommt, also dass ihr auch dabei seid. Am besten klappt das natürlich immer über ein Abo. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Und dann hoffen wir, dass wir uns bald wiedersehen. Bis dann. hasta luego. Hasta luego. Und sind in Yucatan. Diese Mistviecher. Vale,